und weiter geht's. Jetzt, da ich mir alle Details für meine 3 Zombies hier erstellt habe, gehe ich über alle Gruppen und erstelle mir eine neue Ebene, die nenne ich Ausbesserungen. Und hier werde ich mich jetzt um das kümmern, was ich vorher schon angesprochen hatte, und zwar, dass an den Kanten immer noch solche schwarzen Linien sind. Ich nehme dazu einen feinen Pinsel, greife mir mit der Pipette wiederum Farbwerte auf und auf dieser neuen Ebene zeichne ich eben über diese Stellen drüber, sodass ich an den Rändern weichere Übergänge habe, weil im echten Leben haben Objekte auch keine schwarzen Randkonturen. Ich finde einfach, das sieht schöner aus. Und ich kümmere mich jetzt erstmal hier um Bob, aber ich werde auch die anderen beiden Figuren auf derselben Ebene bearbeiten. Und hier seht ihr eben auch, was ich in Teil 2 von meinem Video schon angesprochen hatte, dass ich hier eben auch einzelne Härchen überstehen lasse, einfach weil das realistischer wirkt. In dunklen Bereichen ist es recht einfach, da kann ich einfach mit Schwarz nochmal drüber gehen, um die Kanten, die zwar schon schwarz sind, aber eben relativ hart verlaufen, etwas weicher zu gestalten. Und das Ganze wirkt dadurch eben nochmal etwas organischer. Ich zoome auch immer wieder mal raus, um mir das Bild als Ganzes anzusehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie die Details funktionieren. Vieles wird, wenn man es sich im Druckformat anschaut, auch wieder vom menschlichen Auge geschluckt, so dass man sich gar nicht so sehr um die Details kümmern muss. Jetzt erstelle ich mir im Hintergrund nochmal eine neue Ebene und fülle die komplett mit Schwarz. Da sehe ich jetzt eben, wie die Figuren an den Konturen genau aussehen. Und das finde ich schon recht ansprechend. Und wie ihr seht, nehme ich mir auch eine Menge Zeit, das Bild genau anzuschauen. Und auch insgesamt bin ich damit sehr zufrieden. Und ich speichere es mal wieder. Könnte ja alles Mögliche passieren, man weiß ja nie. Ich misste jetzt meine Ebenen etwas aus. Dadurch, dass ich eine komplett schwarze Ebene habe, brauche ich die beiden Kopien von den schwarzen Feldern und den Outlines nicht mehr. Und ich benenne mir das mal als Hintergrundfarbe um. Ich will das nicht schwarz lassen, aber so weiß ich schon mal, dass ich da eben meine Farbe auftragen werde. Ich erstelle mir jetzt wieder eine neue Schnittmaske für die Textur. Das wird dann mein eigentlicher Hintergrund werden. Und da habe ich einen speziellen Pinsel dafür, der Grand Texture Brush, genau hier. 265 Pixel Durchmesser, ja, müsste ungefähr hinkommen. Ich zeige euch mal hier unter den Vorgaben, das sind so eingescannte Pinseltupfer, die ich gemacht hatte. Größenjitter ist aus, Winkeljitter 100%, Mindestrundheit 25%, Deckkraft ist aus, Glättung ist aktiviert. Und ich reduziere wie immer Deckkraft und Fluss, weil das erzeugt, wenn ich zeichne, einfach weichere Übergänge. Und gehe hiermit zu einer Mischung zwischen Braun und Rot vorsichtig drüber. Und ihr seht, das gibt so dreckige, rostige Texturen. Gerade wenn man mit wenig Deckkraft arbeitet, kann man das eben sehr weich und langsam einblenden. Und ich gehe da mit helleren Farben drüber. Ich will da jetzt so einen Übergang zwischen dunkelrot und weiß erstellen, sodass da Licht von hinten durchstrahlt. Damit bin ich jetzt mit dem Hintergrund soweit zufrieden und kümmere mich direkt um den Vordergrund, also eine neue Ebene ganz oben. Die benenne ich auch gleich Vordergrund und stelle den Ebenenmodus auf Farbe, denn ich möchte etwas mehr Farbe in das Bild hineinbringen, aber nicht mit so einem großen Pinsel, den mache ich deutlich kleiner. Jupp. Und ihr seht jetzt, ich habe einen relativ dunklen Blauton ausgewählt, aber durch den Ebenenmodus überlagert sich das eben mit den Bildinformationen, die ich schon gezeichnet habe.
Das soll jetzt eben, wenn ich mir das Bild als solches angucke, den Eindruck erwecken, dass hier verschiedenfarbige Lichtquellen sind, die sich auf den Gesichtern meiner Figuren widerspiegeln. Das gibt einfach mehr Dreidimensionalität und auch ein bisschen mehr Leben, auch wenn es sich um Untote handelt. Ich finde halt einfach, gerade Bob jetzt hier in Grün, einfach nur verschiedene Grüntöne. Das wirkt ein bisschen platt, das wirkt ein bisschen flach. Und wenn ich da jetzt mit Blau ein bisschen mehr Kontrast in das Spiel reinbringen kann, ist das ganz gut. Von links habe ich hier diesen verwaschenen grünen Senfton, sag ich mal. Der wirkt durch den Ebenenmodus aber doch sehr gelb. Und auch bei Steven, da bringe ich auch wieder etwas Grün hinein. Es wirkt einfach dreidimensionaler dadurch. Und was die Auswahl der Farbe angeht, ihm bringe ich jetzt etwas mehr Grün, da Bob selber schon Grün hat. Bei Bob habe ich Blau eingebracht. Ich habe unten die blauen Zombies, die noch auszuarbeiten sind. Ich versuche immer ein bisschen die Farbtöne aufzugreifen, die schon im Bild enthalten sind. Ich möchte nicht zu bunt werden, aber auch nicht zu monoton. Aber ich finde, dass eben immer unterschiedliche Farbwerte sind, hält sich das so die Waage und erzeugt dann im Endeffekt ein recht stimmiges Bild. Hier bringe ich jetzt ein bisschen Rot rein, das haben wir ja im Hintergrund, und auch, wenn ich Steven angucke, Orange, Rot, Braun, ja. Wichtig ist, dass ich hier nicht zu kräftig auftrage. So, ihr seht, 52% Deckkraft habe ich eingestellt. Weil es soll doch recht subtil sein, es soll nicht zu platt, zu knallig rüberkommen. An einigen Stellen finde ich auch, dass ich schon fast etwas zu stark aufgetragen habe. Da werde ich nachher mit einem ganz weichen Radiergummi nochmal drüber gehen, um etwas davon rauszunehmen. Aber ich denke, ihr seht, wo ich ungefähr hin möchte mit der Idee. Sorry übrigens, dass der Bildschirm so flackert. Ich hatte hier ein leichtes Problem mit meinem Videocodec. Habe ich inzwischen aber behoben. Sorry. Als nächstes erstelle ich mir eine neue Ebene und die nenne ich Schatten. Die liegt jetzt unter Bob und Steven. Denn was ich jetzt gemacht habe, ich habe durch diese Lichtquellen mehr Dreidimensionalität reingebracht. Trotzdem sitzen diese drei Figuren, die ich habe, jetzt direkt aufeinander. Und deswegen nehme ich jetzt einen weichen Brush, so wie ich ihn schon verwendet habe, um meine Grundfarbtöne am Anfang aufzutragen, und gehe mit Schwarz jetzt auf dieser Ebene hinter die Figuren und möchte mir hier eben einen gewissen Schatten erzeugen, einfach um klar zu machen, dass hier noch etwas mehr Abstand zwischen den Figuren ist, dass sie nicht so direkt Kante auf Kante aneinander liegen. Ich radiere auch einen Teil davon wieder weg, weil ich nicht möchte, dass der Schatten zu hart oder zu dominant ist. Und ich sehe gerade, hier habe ich vorhin bei der Ausbesserungsebene einen Teil übersehen. Versuchte zuerst den hier mit dem Nachbelichtungs- und Abwedlerwerkzeug zu bearbeiten. Funktioniert allerdings nicht so wirklich. Egal welche Einstellung ich verwende. Und da wurde es mir dann einfach zu dumm, da habe ich dann einfach einen schwarzen Brush genommen und drüber gezeichnet. Weil an der Stelle ist ja ohnehin schwarz, da stört das jetzt nicht, wenn ich das einfach nochmal so überzeichne. Aber so ist es, manchmal arbeitest du eben an einem Teil von einem Bild und dann fällt dir auf einmal auf, hey, da ist eigentlich noch der Teil, der korrigiert werden muss. Das kommt eben vor, da springt man manchmal hin und her dazwischen, keine große Sache.